zusammen, ich bin Juliane von Coolaloo und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr so eine wundervolle, tolle, wallende Mähne für euer Hobbyhorse selber machen könnt. Das Besondere an dieser Mähne ist, dass es aus Kunst- bzw. Echthaar-Extensions gefertigt ist. Und das heißt, ihr könnt es auch behandeln wie echtes Haar. Das heißt, ihr könnt es frisieren, ihr könnt unendlich viele Zöpfe machen und flechten. Ihr könnt es sogar mit einem Glätteisen bearbeiten. Und damit hat man einfach ganz viele tolle Möglichkeiten, das Hobbyhorse zu frisieren. Hier mit solchen tollen Anhängern vielleicht noch und Spänkchen. Also das macht einfach unglaublich viel Spaß, wenn man so eine Mähne hat. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Für eure Kunst- oder Echthaarmähne benötigt ihr sogenannte Clip-Extensions. Die heißen Clip-Extensions, weil die auf der Rückseite solche kleinen Clips haben, mit denen man die sich eigentlich ins eigene Haar klippen kann, als Haarverlängerung oder als Haarverdichtung. Und diese benötige ich jetzt, um die quasi auf mein Pferd zu nähen. Es gibt davon verschiedene Ausführungen, und zwar gibt es einmal diese großen Tressen, heißen die. Da sind mehrere Strähnen quasi an so ein großes Teil hier genäht. Das ist hier so ein Netz und dann wie so ein Schrägband unten dran. Es gibt die aber auch einzeln in verschiedenen Breiten. Also zum Beispiel so, da sind 2 Clips dran, die kann man sich dann an unterschiedlichen Stellen ins Haar eigentlich klipsen. Und da sind aber auch solche Breiten dabei, wo 3 oder 4 Clips dran befestigt sind. Und aus denen oder aus diesem großen kann man dann die Mähne machen. Wenn ihr auch solches Kunsthaar für eure Hobbyhorse-Mähne benutzen wollt, dann sucht einfach mal bei Google nach Clip Extensions. Von der Länge her braucht ihr mindestens 20 cm. Das, was ich jetzt hier habe, ist 43 cm lang. Das kann man natürlich dann auch noch kürzen, aber ich werde es wahrscheinlich auch so lang lassen, dann kann man es super flechten. Ich mache es meistens so, dass ich mir so eine große Tresse kaufe und dann nochmal so ein Einzeltressenset, weil ich aus diesen Einzeltressen dann den Schopf mache. Wenn ihr jetzt nur diese hier habt, so eine große, dann habt ihr natürlich nichts für den Schopf. Das heißt, entweder ihr braucht halt so ein Einzeltressenset oder beides in Kombination. Das ergibt eigentlich das beste Ergebnis. Und wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Bevor ich diese Tressen jetzt annähen kann, muss ich als erstes diese Clips entfernen. Das geht eigentlich relativ einfach, die sind von Hand nur mit ein paar Stichen angenäht und das kann ich einfach mit einer kleinen Schere abtrennen. Wenn ihr für die Mähne jetzt solche Einzeltressen annähen wollt, dann steckt ihr euch die einfach an die Mähnenposition fest und näht die dann von Hand mit ein paar Stichen an. Ich zeige euch jetzt allerdings im Detail, wie wir so eine große Tresse annähen. Das heißt, das ist auch die ich persönlich jetzt am schönsten finde, weil sie einfach sehr viele Haare und damit viel Volumen hat. Und dann muss man auch nur eine große annähen und nicht mehrere einzelne. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Als erstes stecke ich mir diese große Tresse auf die Mitte der Mähne und zwar rechts auf rechts. Das heißt, erstmal so rum feststecken. Schön auf die Mitte des Mähnenstegs. Und jetzt nähe ich erstmal diese eine Kante hier fest. Der Hintergrund ist, dass ich das Ganze nachher umklappen werde, damit ich hier oben am Ansatz ein bisschen mehr Volumen bekomme. Also genau wie ich das nachher beim Schopf auch machen werde, dass es nicht so glatt und platt runterhängt, sondern dass es einfach ein bisschen natürlicher aussieht und ein bisschen mehr Volumen hat. Das Ganze nähe ich jetzt von Hand mit Nadel und Faden fest.
achtet jetzt beim Nähen darauf, dass ihr immer auf diesem Schrägband hier entlang näht. Da hat der Faden halt auch den besten Griff und das Ganze wird richtig schön fest. Ich habe jetzt hier diese gesamte Kante angenäht und jetzt kann ich diese Tresse umklappen. Und da seht ihr schon, wie schön das hier fällt. Also richtig schön volumig, bisschen lockig auch noch, weil die Haare natürlich insgesamt auch lockig sind. Und so habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt werde ich hier nochmal entlang nähen. Und auch den Rest von dieser Tresse, also vor allem hier halt dann im unteren Bereich, was quasi unten drunter liegt, das Ganze auch noch mit Handstichen festnähen. Damit mir diese Haare hier dabei nicht in die Quere kommen, werde ich die noch mal ein bisschen flechten und dann eben dieses ganze Teil richtig festnähen. Ich nähe jetzt hier, wo dieses Trägergewirk noch ein bisschen rausschaut, entlang. Ich bin jetzt hier unten angekommen und muss jetzt quasi unter den Haaren weiter dieses Trägergewirk festnähen. Und dazu muss man sich die Haare dann natürlich ein bisschen zur Seite machen, damit man auch dieses Trägergewirk und vor allem halt hier dieses Schrägband halt gut erkennt. Ich stecke mir das dann am besten nochmal mit ein paar Nadeln fest. Und jetzt nähe ich hier auf diesem Schrägband quasi weiter, bis ich wieder ganz oben angekommen bin. Die Mähne ist jetzt fertig und nun kümmern wir uns um den Schopf. Für den Schopf nehme ich mir jetzt eine 20 cm lange Einzeltresse. Ihr könnt auch eine nehmen, die kürzer ist, also so 15 cm geht auch noch, aber kürzer sollte es dann wirklich nicht sein, weil ansonsten sind einfach nicht genug Haare dran. So, und diese Tresse, die falte ich mir jetzt rechts auf rechts. Das heißt, auf dieser Seite waren vorher die Clips dran. Und ich falte die jetzt aber so, dass die Seiten, wo keine Clips dran waren, aufeinander liegen. Und zwar falte ich mir die ungefähr 1/3, 1/3, 1/3. So, ich drehe es nochmal um.
Und jetzt nähe ich die hier an dieser oberen Kante zusammen. Der Hintergrund ist, dass ich das Ganze nachher wenden werde und dann kriegt das Ganze ein bisschen mehr Volumen. Beim Zusammennähen sticht ihr einfach auf diesem Stoffteil hier oben ein. Den hat eigentlich jede Tresse. Da werden quasi die einzelnen Haarsträhnen angeklebt und auf denen kann man relativ gut entlang nähen. Jetzt könnt ihr diese zusammengenähte Tresse vorsichtig wenden. So sieht das Ganze jetzt gewendet aus und ihr könnt schon erkennen, dass durch dieses Wenden der Ansatz hier so ein bisschen Volumen bekommen hat. Das heißt, das wird nicht einfach nur so runterhängen, wie wenn wir es jetzt ohne dieses Wenden gemacht hätten, sondern das wird so ein bisschen abstehen und dadurch halt auch ein bisschen mehr Volumen ergeben und das sieht dann am Ende einfach auch ein bisschen realistischer aus. Den Schopf nähe ich nun hier im Bereich zwischen den Ohren an. Ich versuche dabei so einen kleinen Bogen zu legen, weil der Schopf so besonders schön fällt. Damit ihr das besser erkennen könnt, stecke ich mir die Ohren aber ein bisschen zur Seite. Jetzt nähe ich das Ganze von Hand wieder mit ein paar Stichen fest. Damit ist jetzt die Mähne meines Hobbyhorses fertig. Ich hoffe, dass ihr mit unserem Video auch so wunderschöne, wallende Mähnen für eure Hobbyhorses machen könnt. Schickt uns gerne Bilder oder postet uns Feedback in die Kommentare. Wir freuen uns immer über Feedback. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Nachmachen und bis bald. Tschüss!